Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zu einer weiteren Folge der Price Rangers. An meiner Seite, wie immer, Ranger Paul. Und an meiner Seite, wie immer, eure dunkle Eminenz, Ranger Michi. Heute haben wir für euch wirklich was Besonderes im Angebot. Es hat nämlich eine Seite zu viel. Diese Gitarre hat 7 Seiten und es handelt sich hierbei um eine Jackson JS 22/7 in der benutzerfreundlichen, fröhlichen Farbe Satin Black. ein Lindenkorpus, angeschraubt an einen Ahornhals oder umgekehrt, darauf ein aufgeleimtes Palisander-Griffbrett mit 24 Bünden. Ist schon mal eine ganz ordentlich dunkle Ausstattung. Ranger Paul, wie sieht's eigentlich mit der Elektrik aus? Wir haben 2 Humbucker Pickups, ausgelegt für 7 Saiten, ein Volume und ein Tone Control und einen Dreiwegschalter. Kein Tremolo? Das ist bei 7 Saitern eher unüblich. Dann schlage ich vor, fange ich mit den billigen Akkorden an. Ranger Paul, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ganz schön Probleme, mich auf eine 7-seitige einzustellen, auch wenn ich im Grunde das gleiche spiele wie auf einer 6-seitigen Gitarre. Wärst du mal so nett und versuchst dein Glück? Habe ich gesagt, dass die 239 € kostet? Die Umstellung auf 7 Saiten dauert ein wenig. Allerdings birgt die Gitarre schon ein gewisses Spaßpotenzial. Mal sehen, wie es im Crunch-Bereich aussieht. Wie man sehen kann, fordert einen die Gitarre geradezu heraus. Ranger Michi, wie sieht's mit Riffing aus? She can metal. Kommen wir zu den Qualitäten dieses Instruments. Ranger Endkontrolle Michi findet nämlich, die Verarbeitung ist außerordentlich gut gelungen, die Lackierung ist ordentlich aufgetragen, keine schief eingedrehten Schrauben, ordentliche Buntbearbeitung, schöne Griffbretteinlagen, ordentlich funktionierende Mechaniken, schön bearbeiteter Sattel, nicht eiernde Poti-Knöpfe, die auch leicht beweglich sind, ein ordentlicher Dreiwegschalter, nahezu wunschlos glücklich. Oder hast du noch was, Ranger Paul? Als Kritikpunkte fallen mir lediglich 2 Dinge auf. Zum einen die Seitenlage, die könnte etwas niedriger sein. Allerdings lässt sich diese mit Hilfe des beiliegenden Manuals selbst nach den eigenen Bedürfnissen einstellen. Allerdings zeigen die Pickups für mich Schwächen im Clean-Bereich. Nur wer sich so eine Gitarre zulegt, der erwartet keine Brillanzen im Clean-Sound. Ihr fahrt ja auch nicht mit dem Ferrari in den Wald und wundert euch, dass ihr nach einem Meter stecken bleibt. Kommen wir nun, meine sehr geehrten Damen und Herren, zum finalen Urteil. Goldständer oder Tonne? Ich frage wie immer meinen Kameraden Ranger Paul zuerst. Obwohl die Gitarre gar nicht nach meinem persönlichen Geschmack ist, muss ich trotzdem sagen, Goldständer. Ich begrüße eine solche Einstellung und muss selber sagen, da die Gitarre genau nach meinem Geschmack ist. Goldständer. Die Ranger bedanken sich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unser Video liked, unseren Channel abonniert und uns auch auf den anderen sozialen Medien begleiten würdet. Facebook, Instagram, Twitter und unserem Blog www.pricerangers.com. Bis zum nächsten Mal, eine gute Zeit. Ciao!